kannst mich verstehen, okay? Du kannst mich verstehen. Vielleicht habe ich einen Akzent, vielleicht habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber trotzdem kannst du mich verstehen. Also natürlich sprechen wir weiter auf Deutsch. Hallo und willkommen. Ich heiße Kendra und ich bin deine Lieblingsausländerin, zurück mit einem neuen Video. Also, heute rede ich ein bisschen über Deutsch, also natürlich will ich auf Deutsch sprechen. Ja, los geht's. Seit 7 Jahren habe ich Deutsch gelernt und immer noch habe ich Probleme beim Deutschsprechen. Es gibt bestimmte Gründe, warum ich immer noch Probleme habe, aber zuerst spreche ich über den Grund, warum ich habe entschieden, Deutsch zu lernen. Als ich 17 oder 18 war, habe ich meinen Lieblingsfilm entdeckt. In diesem Film sprechen die Charaktere ein bisschen Deutsch. In New York, man hört nicht so oft Deutsch. Normalerweise beim Fremdsprache hören wir Spanisch, Russisch, Polnisch, aber man hört Deutsch nicht so oft. Also ab diesem Moment habe ich fast gar kein Deutsch gehört. Aber als ich Deutsch gehört habe, habe ich was gedacht. Deutsch klingt wie Englisch. Deutsch und Englisch müssen ähnlich sein. Und vielleicht ist Deutsch leicht zu lernen. Ja, ich weiß, ein großer Fehler. Aber als Uni-Studenten musste ich eine Fremdsprache lernen. Und für mich war Spanisch total langweilig, weil seit ich 4 war, habe ich Spanisch gelernt und ich wollte was Neues lernen. Also ich habe Deutsch ausgewählt und ich war total frustriert. Und nach meinem ersten Semester wollte ich nicht mehr Deutsch lernen, aber ich wollte nicht mit einer neuen Sprache anfangen. Dann vielleicht könnte ich nicht zeitlich meinen Abschluss machen. Ich hatte schon Ich hatte schon den Kredit von diesem Kurs, also ich dachte, okay, ich lerne weiter mit Deutsch und nach 4 Semestern bin ich total fertig. Ich will nichts mit Deutsch zu tun und ich muss jetzt leiden. Aber in 2016 hätte ich die Möglichkeit, in Kassel zu studieren und nach dieser Erfahrung habe ich entschieden, okay, ich will weiter mit meinem Deutsch lernen. Und nächstes Jahr will ich in Berlin umziehen und in Berlin natürlich habe ich weiter Deutsch gelernt und jetzt wohne ich in Bayern. Das ist der Grund, warum ich entscheide, Deutsch zu lernen und warum ich jetzt Deutsch lerne. Ich habe in den letzten 7 Jahren viele lange Pausen gemacht. Also ich habe in der Uni 4 Semester Deutsch gelernt. Danach habe ich eine 6 Monate Pause gemacht. Dann war ich in Kassel. Dann habe ich ein Jahr lange Pause gemacht. Dann wohnte ich ein Jahr in Berlin. Danach war ich wieder in New York und ich habe eine 2 Jahre lange Pause gemacht. Endlich bin ich wieder in Bayern und bald fange ich an mit einem neuen deutschen Kurs. Ja, also ich mag keine Apps und Textbooks und so. Es ist leichter für mich, mit Leuten zu sprechen. Aber als ich in New York war, hatte ich die Möglichkeit nicht so oft. Ich hatte deutsche Freundinnen, aber ja, ich konnte nicht jeden Tag mit diesen Leuten sprechen und ich konnte nicht jeden Tag mein Deutsch üben. Und um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen faul. Aber if you don't use it, you lose it. Und ich glaube, das steht bei vielen Fähigkeiten. Also wenn ich nicht mein Deutsch übe, dann ja, ich verliere alles. Und ich glaube, dass als ich in Berlin war, das war mein Golden Age. Mein Deutsch war sehr, sehr gut. Also jetzt ist mein Golden Age mein Ziel. Ich will so gut sein oder ich will besser sein eigentlich. Ja. Ich liebe diese typischen Reaktionen, wenn ich Deutsch spreche. Ich finde, dass die meisten sind aufgeregt, wenn jemand, der nicht Deutsch ist, spricht Deutsch. Die fragen, warum lernst du Deutsch? Woher hast du Deutsch gelernt? Das ist süß. Und manchmal habe ich diese Interaktionen. Hallo, hallo. Woher kommst du? Ich komme aus New York. Ah, cool. Und was magst du hier in Deutschland? Ich bin Studentin. Ich studiere Wirtschaft und Geschichte. Ah, okay. Du sprichst sehr gut Deutsch. Oh, danke. Und danach spricht diese Person weiter auf Deutsch, aber ganz, ganz schnell. Aber das ist wichtig, dass man
the natural pace hört. Aber das kann ganz schwierig sein und manchmal denke ich, okay, kannst du ein bisschen langsamer sprechen, aber ich muss einfach lernen, aber das ist immer lustig. Es gibt auch diese Interaktionen. Ja, ich nehme einen Kaffee und ein Brötchen, bitte. Okay, 3,50 € bitte. Bitte? 3,50 € please. Also diese Situation, that's a hard word. Also diese Diese Situation verwirrt mich, weil wir die ganze Zeit auf Deutsch gesprochen haben. Aber jetzt sprichst du auf Englisch. Natürlich kann ich Deutsch verstehen, aber ich verstehe diese Leute nur helfen wollen. Und mein Geheimnistipp ist, weiter auf Deutsch zu sprechen. Und die andere Person spricht weiter auf Deutsch und versteht, okay, diese Person kann Deutsch und hat einen Fehler gemacht. Manchmal sind Leute genervt, richtig genervt, dass ich was nicht richtig gehört habe oder einen Fehler gemacht habe. Das finde ich auch nervig, weil wenn jemand zum Beispiel mit mir spricht und spricht nicht perfekt Englisch, ich bin nicht genervt. Und manchmal gibt es Leute, die einfach mich korrigieren wollen. Zum Beispiel, ich habe einen Freund, der eine Freundin kennengelernt. Und ja, ich habe mich vorgestellt und ich habe noch was gesagt. Ich habe vergessen, was genau. Der hat nicht mich gegrüßt, der hat nicht seinen Namen gesagt. Er hat sofort mich korrigiert. Und ja, das verstehe ich nicht. Wenn jemand spricht eine fremde Sprache, das ist für mich ganz unhöflich, den anderen Person sofort zu korrigieren. Warum? Wenn zum Beispiel der andere Person könnte nicht mich verstehen, das würde ich verstehen, okay. Aber nein. Ein kleiner Grammatikfehler heißt nicht, dass du kannst nicht mich verstehen. Du kannst mich verstehen, okay? Du kannst mich verstehen. Vielleicht habe ich einen Akzent, vielleicht habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber trotzdem kannst du mich verstehen. Also natürlich sprechen wir weiter auf Deutsch. Das kann man demotivieren, aber das war, als ich jünger war und ich habe gedacht, okay, mein Deutsch ist schlecht, vielleicht soll ich einfach auf Englisch sprechen. Aber so geht Sprachenlernen. Man muss einfach weiter üben und man verbessert die Fähigkeiten durch Üben. Ja, es ist ganz wichtig, zuversichtlich zu sein, Fehler und alles. Also ja, wie ich gesagt habe, bald fange ich wieder an mit deutschen Kursen und ich bin total aufgeregt. Das war's für heute, ich bin ganz müde. Aber hoffentlich kann ich mehrere deutsche Videos machen, wenn ihr wollt. Und ich update euch in 2 Monaten oder so über mein Deutsch lernen. Es war nicht leicht für mich, Deutsch im Internet zu sprechen. Es war aber komisch eigentlich. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Und bis nächstes Mal. Bleib gesund. Ich habe das Wort für safe vergessen. Also, ihr sollt Gefahr vermeiden. Und wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen.